Es gibt diesen einen Moment im Schwimmbad, den jede Frau kennt. Du legst das Handtuch ab und in dieser Sekunde passiert etwas. Du wirst angeschaut, beobachtet, gemustert, eingeordnet. Ein Blick, den wir sofort spüren, noch bevor wir die ersten Schritte in Richtung Becken machen. Aktuelle Studien zeigen, fast jede zweite Frau fühlt sich in öffentlichen Schwimmbädern unwohl oder beobachtet. 33% der Frauen geben sogar an, dass sie Orte wie Schwimmbäder mittlerweile komplett meiden. Überlegt es euch mal, 1/3 tritt den Rückzug an aus einem Ort, der eigentlich zur Erholung da sein sollte. Das hat auch nichts mit persönlicher Befindlichkeit zu tun. Ein Schwimmbad ist für viele kein Ort für Bewegung mehr, sondern ein Prüfstand. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum uns das im Schwimmbad eigentlich so viel härter trifft als zum Beispiel in der Sauna. Denn da sind wir ja komplett textilfrei. Aber es gibt diesen Kodex. 1-Sekunde-Regel. Man orientiert sich und dann ist man wieder bei sich selbst. Aber im Schwimmbad fehlt dieser Respektmodus oft komplett. In der Sauna schließen die Leute irgendwann ihre Augen. Im Schwimmbad geht bei vielen der Scanner an. Du wirst beobachtet. Wir fühlen uns unsicher und schutzlos. Und diese Schutzlosigkeit wird von sehr vielen ausgenutzt. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Starren ist ein reines Dominanzverhalten. Jemand, der dich fixiert oder anstarrt, will dir damit nicht zeigen, wie wunderschön du bist, sondern will dir eigentlich nur zeigen, dass er das machen kann. Egal, ob du dich dabei unwohl fühlst. Aber auch wir selbst haben längst den Scanner im Kopf, denn im Schwimmbad betrachten wir uns durch die Augen einer fremden Jury. Wir achten auf die Pose, wir achten auf die richtige Haltung, auf den Bikini, auf die rasierten Beine, wir achten auf so viel. Und vor allem beobachten wir andere, um zu vergleichen. Und wir wissen ganz genau, dass andere das Gleiche bei uns machen. Wenn du ständig damit beschäftigt bist, deinen Bauch einzuziehen, bist du nicht frei. Denn diese Scham nimmt uns die Leichtigkeit und vor allem sind wir ständig in diesen Überwachungsmodus, die dann natürlich auch sehr viel Lebensenergie kostet. Ich gehöre zu den Frauen, die in der Regel auch öffentliche Schwimmbäder meidet. Einmal, weil ich auch schon gemischte Erfahrungen gemacht habe, aber auch, weil ich Schwimmbäder nicht so mag. Also ich bin kein großer Fan von Schwimmbädern. Im Schwimmbad habe ich manchmal das Gefühl, als hätten die Leute noch nie eine Frau im Bikini gesehen. Also viele. Na, und es wird beobachtet. Vor allem gibt es in Hamburg hier ein paar Schwimmbäder, wo Frauen auch gerne mal belästigt werden und das ist so nicht meins. Das ist so absolut, dann lieber Sauna. Dann lieber Sauna und Pool, da bin ich wenigstens textilfrei. Nein, ehrlich, das ist ein ganz anderes Klima, wollte ich gerade sagen, eine ganz andere Atmosphäre. Aber öffentliche Schwimmbäder schwierig. Mir ist damals mal eine Frau am Beckenrand aufgefallen. Sie saß da auf ihrem Handtuch, ganz entspannt, locker, ne, und hat so ein bisschen in die Ferne geguckt. Und hinter ihr saß eine Gruppe, die sie irgendwann beobachtet hat. Warum auch immer. Der Frau ist es am Anfang gar nicht aufgefallen, bis sie sich dann umgedreht hat. Und du hast sofort gemerkt, sie fühlt sich unwohl. Sie wurde so steif, nicht mehr locker und irgendwann nahm sie ihr Handtuch und ist schon fast geflohen. Und das ist ein Moment, in dem wir, glaube ich, den öffentlichen Raum verlieren. Der Bikini-Contest, den niemand bestellt hat. Und ich finde, er wird immer aggressiver. Warum erlauben wir flüchtige Blicke von Menschen, die uns nicht kennen, unseren Wert für den Tag festzulegen? Also wenn ein oberflächlicher Blick die Souveränität eines Menschen brechen kann, dann haben wir ein massives Problem mit Respekt in Schwimmbädern. Ein Schwimmbad ist kein Laufsteg, es ist ein Ort für Wasser und Bewegung. Die Angst vor einer Bewertung ist das eine, aber die Realität der Belästigung durch Blicke das andere. Ein starrender Blick sagt null über deine Figur aus, aber alles über den mangelnden Anstand deines Gegenübers. Und die Tüte Respekt, kann man nicht bei Penny kaufen, auch nicht bei Kaufland oder bei Saturn. Wir dürfen uns aber auch am Ende den Platz im Wasser nicht von fremden Blicken stehlen lassen. Wir sind nicht da, um bewertet zu werden, sondern um zu schwimmen. Von daher sollte man vielleicht einfach mal die Blicke zurückgeben. Ja, man sollte einfach mal mitmachen. Was erlebt ihr gerade in den Schwimmbädern? Habt ihr das Gefühl, es ist schlimmer? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Lasst uns einen ehrlichen Austausch starten. Ja, okay. Macht es gut, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!